Lina hat der falschen Person vertraut. Nachdenkliches Gesicht, Folge 2. Ich muss ihn einstellen, er hat mich ja im Taxi geärgert. Ich muss ihm eine Lektion erteilen. Ich werde diesen Mann einstellen. Ich sehe, dass Sie eine brillante Schülerin waren. Ihre Noten sind perfekt. Du bist auch eine Goldmedaillengewinnerin. Ich bin beeindruckt. Erzähl mir etwas über dich. Mein Name ist Martin. Ich bin 25 Jahre alt. Ich habe vor 2 Jahren die Sunshine University abgeschlossen. Ich habe auch ein Diplom in Büromanagement. Ich habe meinen Abschluss im Videoediting gemacht. Ich lerne sehr schnell. Perfekt, Glückwunsch. Ich werde Sie einstellen. Sie können sofort in meiner Firma anfangen. Hier ist Ihr Einstellungsschreiben. Was? Sind Sie sicher? Oh mein Gott. Vielen Dank, Chef. Ihr Schreibtisch hat die Nummer 14. Sie müssen ein Video für unsere Firma bearbeiten. Sie können jetzt sofort anfangen zu arbeiten. Ihr Schreibtisch wartet auf Sie. Was? Muss ich jetzt sofort arbeiten? Ja. Willst du diesen Job oder nicht? Gibt es ein Problem? Überhaupt nicht. Ich werde meine Arbeit bald erledigen. Guten Abend, wo ist Martin? Hat er den Job bekommen? Ich möchte ihn treffen. Ich weiß es nicht, Lina. Ich habe ihn so oft angerufen, aber er geht nicht ans Telefon. Du kennst seine Gewohnheiten. Er hört nicht auf mich. Mach dir keine Sorgen, er wird bald nach Hause kommen. Ich denke, er ist bestimmt auf dem Weg. Ich werde Spaghetti für ihn machen. Er liebt Spaghetti. Ich gehe in die Küche. Wirklich? Vielen Dank, Lina. Du bist ein großartiges Mädchen. Gott segne dich. Oh Martin, wo bist du? Ich wünschte, ich könnte dir meine Gefühle sagen. Ich liebe dich so sehr, ich sollte nicht länger warten. Ich werde dir bald von meinen Gefühlen erzählen. Was für eine Frau ist das? Sie hat mir so viel Arbeit gegeben. Es ist mein erster Arbeitstag. Alle sind schon gegangen, ich arbeite gerade alleine. Meine Mama macht sich bestimmt Sorgen um mich. Ich muss dieses Projekt fertigstellen. Ich habe mein Projekt fertiggestellt. Ich habe es Ihnen per E-Mail geschickt. Sie können das Video überprüfen. Darf ich jetzt gehen? Ich werde mir das Video später ansehen. Du kannst jetzt nicht nach Hause gehen.
Du musst noch ein weiteres Projekt fertigstellen. Was? Alle sind schon gegangen. Ich bin jetzt völlig erschöpft. Ich habe nur Spaß gemacht. Du kannst jetzt nach Hause gehen. Wir sehen uns morgen. Noch eine Sache, sei nicht zu spät. Du kennst die Firmenregeln, okay? Pass auf dich auf. Okay, Chef. Ich werde pünktlich kommen. Hallo Mama, es tut mir sehr leid. Mein Handy war auf lautlos. Ich komme bald nach Hause. Ich habe gute Neuigkeiten, ich habe einen Job bekommen. Oh wirklich? Ich freue mich so, das zu hören. Ich warte auf dich. Lina ist auch hier. Sie hat deine Lieblingsspaghetti gemacht. Oh wow. Ich komme gleich. Ich bin sehr hungrig, mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Lina, ich habe einen Job in einer großen Firma bekommen. Mein Gehaltspaket ist fantastisch. Es war mein erster Arbeitstag. Ich bin heute so glücklich. Ich freue mich so für dich. Glückwunsch. Ich habe deine Lieblingsspaghetti gemacht. Ich muss jetzt gehen. Ich sehe dich morgen. Bitte geh jetzt noch nicht. Ich muss dir viele Dinge sagen, lass uns zusammen zu Abend essen, bitte bleib hier. Martin, Linas Vater hat sie so oft angerufen, er ist allein zu Hause. Er ist auch krank, Lina hat auf dich gewartet, du bist spät. Na gut, Lina, pass auf dich auf, ich sehe dich morgen. Ich muss morgen früh aufstehen, mein Chef ist sehr streng. Amanda, warum hast du meinen Fahrer entlassen? Ich brauchte ihn, er war ein guter Mensch. Du hast auch meinen Manager entlassen, warum hast du das getan? Komm schon, Mama, ich kann mehr Leute einstellen, wir sind sehr reich. Ich brauche diese nutzlosen Leute in meiner Firma nicht, sie waren nicht pünktlich. Ich brauche professionelle Leute in meiner Firma. Du bist sehr streng, Amanda, na gut, ich werde nichts sagen. Wie läuft das Geschäft? Unser Geschäft wächst von Tag zu Tag, mach dir keine Sorgen darum. Ich gehe zur Firma, ich sehe dich am Abend, Mama, pass auf dich auf. Okay, Amanda, hab einen schönen Tag, pass auf dich auf. Ich gehe zum Salon, ich brauche eine perfekte Gesichtsbehandlung. Martin, träume ich, du bist heute früh aufgewacht, du bist verantwortlich geworden. Ich muss pünktlich zur Arbeit gehen, meine neue Chefin ist sehr streng, sie ist auch sehr arrogant. Was? Deine neue Chefin ist ein Mädchen? Ah, ich verstehe, ich wollte dir etwas sagen. Ich glaube, du wirst spät, ich spreche später mit dir. Sicher, ich muss jetzt gehen, ich möchte nicht zu spät kommen,
Pass auf dich auf, Lina. Guten Morgen, wie geht es dir? Mir geht es gut, ich habe dir eine E-Mail geschickt. Du musst noch ein weiteres Projekt machen, beeil dich. Guten Morgen. Du bist 10 Minuten zu spät, das gefällt mir nicht. Wo warst du? Du kennst die Regeln dieser Firma. Es tut mir sehr leid, mein Sohn ist krank. Ich musste ins Krankenhaus gehen. Es wird nicht wieder vorkommen. Bitte vergib mir. Auf keinen Fall, du bist entlassen, du hast die Regeln gebrochen, du kannst jetzt gehen. Ich brauche dich nicht, du kannst dich zu Hause um deinen Sohn kümmern. Pack deine Sachen und geh sofort. Nein, nein. Bitte tu mir das nicht an. Ich brauche diesen Job. Ich bin nur 10 Minuten zu spät. Das ist keine große Sache. Das kannst du mir nicht antun. Bitte gib mir noch eine Chance. Ich habe gesagt, geh raus, ich kann den Sicherheitsdienst rufen. Ich will dich nicht mehr in dieser Firma sehen. Du kennst mich sehr gut. Oh mein Gott, sie ist sehr streng, ich muss vorsichtig sein. Ich muss Martin treffen. Ich werde ihn überraschen. Ich möchte ihm von meinen Gefühlen erzählen. Ich komme, Martin, mein Schatz, ich komme. Ich habe das Projekt abgeschlossen, ich habe dir eine E-Mail geschickt. Du kannst das Projekt überprüfen. Okay, du kannst jetzt gehen. Oh nein, was passiert hier? Lina, es ist nicht so. Martin, wer ist sie? Sie ist meine Chefin, sie ist die Eigentümerin dieser Firma. Sie ist ausgerutscht und wir sind gefallen. Lina, was machst du hier? Wer ist sie, Martin? Sie ist Lina, sie ist meine beste Freundin, sie ist auch meine Nachbarin. Freut mich, dich kennenzulernen. Freut mich auch, dich kennenzulernen. Martin, ich wollte mit dir sprechen. Können wir zusammen zum Mittag essen? Es ist meine Mittagspause. Ich muss auch wieder zur Arbeit zurück. Klar, lass uns in die Cafeteria gehen, wir können zusammen zu Mittag essen, ich habe auch großen Hunger. Was ist das? Warum fühle ich mich eifersüchtig? Nein, nein, Martin darf sie nicht anfassen. Ich liebe diese Cafeteria, diese Firma ist riesig,
ich freue mich so für dich. Lina, du wolltest mir etwas sagen, was möchtest du mir sagen? Ich höre dir zu. Martin, wir kennen uns sehr gut, wir sind seit den letzten 7 Jahren befreundet. Ich mag dich, Martin, du bist auch mein bester Freund. Ich mag dich auch, du bist meine beste Freundin. Du hast mich nicht verstanden, Martin, ich habe Gefühle für dich. Ich liebe dich so sehr, ich liebe dich wirklich sehr. Sie liebt Martin. Nein, nein, warum denke ich an ihn? Susanne, ich habe nie darüber nachgedacht. Ich mag dich als Freundin, ich hoffe, du kannst mich verstehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst nicht zu liken, zu kommentieren und zu abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video.